Der australische Philosoph Peter Singer nimmt eine völlig neue Perspektive in der Frage des Mensch-Tier-Verhältnisses ein und kritisiert unseren bisherigen Umgang mit Tieren als Speziesismus. Sein tierethisches Hauptwerk Animal Liberation gilt als die Bibel der Tierbefreiungsethik. Im Vorwort der ersten Ausgabe von 1975 schreibt Singer: Das Thema dieses Buches ist die Tyrannei des Menschen über nichtmenschliche Tiere. Ein Überblick über Singers tierethische Position von Animal Liberation bis heute erhältst du in diesem Video. Peter Singer ist ein australischer Philosoph und Mitbegründer einer modernen Tierethik. Sein Buch Animal Liberation, zu Deutsch Die Befreiung der Tiere, erschien 1975 und wurde bis heute über 500.000 Mal verkauft. Singer entwickelt in dem Buch eine utilitaristische Tierethik und stellt dar, welche praktischen Auswirkungen eine solche Ethik beispielsweise für Tierversuche und die Massentierhaltung hat. Er distanziert sich sowohl von Tierfreunden, die aus bloßer Tierliebe handeln, als auch von radikalen Positionen in der Tierrechtsbewegung, die Gewalt gegen Menschen zur Befreiung von Tieren als legitimes Mittel ansehen. 1979 veröffentlicht Singer sein Hauptwerk Practical Ethics, in welchem er unter anderem seinen Personenbegriff und seine Klassifizierung von Lebewesen präzisiert. Sein neuestes tierethisches Werk erschien 2020 und trägt den Titel Why Vegan? Es enthält mehrere Essays über die systematische Misshandlung von Tieren aus mehr als 5 Jahrzehnten. Obwohl Singer heute den klassischen hedonistischen Utilitarismus gegenüber dem Präferenzutilitarismus bevorzugt, ist seine tierethische Position, die er in Animal Liberation darstellt, weitestgehend aktuell geblieben. In diesem Video werde ich daher Singers Tierethik ausgehend von Animal Liberation erklären und seine aktuelle Position von Zeit zu Zeit auf der Grundlage neuerer Artikel und Interviews ergänzen. Singer stellt sich zunächst die Frage, was Gleichheit eigentlich bedeutet. Eine tatsächliche Gleichheit der Menschen kann damit nicht gemeint sein, da Menschen offensichtlich in vielerlei Hinsicht verschieden sind. Auch meint Gleichheit nicht die Gleichbehandlung unterschiedlicher Menschen oder Wesen. Tatsächliche Unterschiede können sich auch in unterschiedlichen Rechten niederschlagen. Männer können nicht schwanger werden und brauchen daher kein Recht auf Abtreibung. Hunde können nicht wählen und brauchen dementsprechend kein Wahlrecht. Gleichheit bedeutet auch nicht eine willkürliche Art von Gleichbehandlung von Individuen mit einer willkürlich gewählten ähnlichen Eigenschaft wie Intelligenz, Moralität oder Körperkraft. Gleichheit ist laut Singer eine moralische Vorstellung und keine Tatsachenbehauptung. Demzufolge rechtfertigen unterschiedliche Fähigkeiten von Menschen keine unterschiedliche Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse und Interessen. Singer schreibt: Das Prinzip der Gleichheit aller Menschen ist nicht die Beschreibung einer angenommenen tatsächlichen Gleichheit der Menschen, sondern es ist eine Vorschrift, die uns sagt, wie wir andere Menschen behandeln sollen. Mit Gleichheit meint Singer die gleiche Berücksichtigung der Interessen. Diese wesentliche Grundlage der moralischen Gleichheit finden wir bereits in Jeremy Benthams Formel: Jeder zählt als einer und keiner mehr als einer. Die Interessen eines jeden Wesens, das von einer Handlung betroffen ist, müssen berücksichtigt und gleichermaßen gewichtet werden wie die entsprechenden Interessen eines jeden anderen Wesens. Auf dieser Grundlage lässt sich beispielsweise eine so ungerechte Ideologie wie Rassismus oder Sexismus nicht länger rechtfertigen. Es gibt keinen ethisch relevanten Grund dafür, das Prinzip der gleichen Interessensberücksichtigung nicht auf alle Rassen und Geschlechter auszudehnen. Singer geht nun einen Schritt weiter und weitet das Prinzip der gleichen Interessensberücksichtigung über Speziesgrenzen hinweg aus. Nicht nur die Interessen von Menschen unterschiedlicher Rassen und Geschlechter, sondern auch von Mitgliedern unterschiedlicher Spezies müssen gleichermaßen berücksichtigt werden. Analog zum Rassismus spricht er bei der Nichtberücksichtigung der Interessen von Angehörigen anderer Spezies von Speziesismus. Speziesismus ist ein Vorurteil oder eine Haltung der Voreingenommenheit zugunsten der Interessen der Mitglieder der eigenen Spezies und gegen die Interessen der Mitglieder anderer Spezies. Es gibt Singers Ansicht nach keinen ethisch relevanten Grund, das Prinzip der Gleichheit nicht auch auf nichtmenschliche Tiere auszudehnen. Als Kriterium für moralische Berücksichtigungswürdigkeit definiert er in Anlehnung an Bentham Empfindungsfähigkeit. Die Fähigkeit, Freude und Leid zu empfinden, ist laut Singer nämlich Voraussetzung dafür, Interessen zu haben. Und da sehr viele Tiere diese Fähigkeit besitzen, müssen auch die Interessen dieser Tiere berücksichtigt werden. Singer schreibt:
Wenn ein Wesen leidet, kann es keine moralische Rechtfertigung dafür geben, dieses Leiden nicht zu berücksichtigen. Wie auch immer dieses Wesen beschaffen sein mag, das Prinzip der Gleichheit verlangt, dass sein Leiden genauso zählt wie ein entsprechendes Leiden irgendeines anderen Wesens. Ist ein Wesen nicht in der Lage zu leiden oder Freude bzw. Glück zu erfahren, dann gibt es auch nichts zu berücksichtigen. Die Grenze des Empfindungsvermögens ist die einzige vertretbare Grenze, die wir hinsichtlich der Berücksichtigung der Interessen anderer ziehen können. Diese Grenze an irgendetwas anderes zu knüpfen, etwa an Intelligenz oder Vernunft, wäre völlig willkürlich. Warum sollten wir dann nicht gleich irgendein anderes Merkmal wählen, zum Beispiel die Hautfarbe? In seiner praktischen Ethik präzisiert Singer 5 Jahre später diesen Ansatz und teilt Lebewesen nicht speziesistisch, sondern aktualistisch in 3 Klassen ein. Es geht bei dieser Klassifizierung nicht länger darum, ob Lebewesen einer bestimmten Spezies angehören, sondern ob sie aktuell über bestimmte moralisch relevante Eigenschaften verfügen. Diese Klassifizierung ist vor allem in Bezug auf die Tötungsfrage relevant. Singer unterscheidet 3 Klassen von Wesen, deren Interessen oder Präferenzen auf unterschiedliche Art und Weise berücksichtigt werden müssen. Zur ersten Klasse gehören Wesen ohne Bewusstsein, zum Beispiel leblose Dinge, Pflanzen, Tiere ohne Zentralnervensystem und Föten. Sie haben kein oder kein ausgebildetes Zentralnervensystem und können daher keine Lust und keinen Schmerz empfinden. Da sie keine bewussten Erlebnisse haben, also keine Lust und keinen Schmerz empfinden können, haben sie keinen Wert an sich. Wir haben ihnen gegenüber keine Verpflichtung. Zur zweiten Klasse gehören bewusst empfindende Wesen, zum Beispiel Tiere mit zentralem Nervensystem, Neugeborene, Schwerstbehinderte. Da sie Lust und Schmerz empfinden können, kommt ihnen ein Wert an sich zu. Wir sollten sie klassisch utilitaristisch behandeln, das heißt das größtmögliche Glück für die größtmögliche Anzahl herstellen. Ihre Interessen müssen berücksichtigt werden. Da diese Wesen jedoch nicht selbstbewusst sind, sich also nicht als distinkte Entitäten von anderen abgegrenzte Seinsarten mit Vergangenheit und Zukunft wissen, sind sie individuell austauschbar oder ersetzbar. Da bewusst empfindende Wesen kein zeitliches Bewusstsein haben, sind ihre Präferenzen nicht zukunftsorientiert und setzen somit auch nicht Leben, die Fortdauer ihrer Existenz, zur Erfüllung zukünftiger Präferenzen voraus. Sie dürfen schmerzfrei getötet werden, wenn dadurch die meisten Interessen aller Betroffenen befriedigt werden können. Zur Klasse der Personen gehören Menschen, die sich ihrer selbst bewusst sind, aber auch Schimpansen, Gorillas, Wale und Delfine. Sie sind sich ihrer selbst als distinkte Entität mit einer Vergangenheit und Zukunft bewusst, begreifen sich also selbst als über die Zeit hinweg existierend und von ihrem Umfeld abgegrenzt. Ihre Interessen sind damit langfristiger und weitaus komplexer als die nur bewusst empfindender Wesen. Folgende Kriterien müssen erfüllt sein, damit ein Wesen als Person gilt. Es muss sich seiner selbst bewusst sein, also ein Identitätsbewusstsein über die Zeit haben. Eine Person ist sich darüber im Klaren, dass sie in der Vergangenheit die gleiche Person war und in der Zukunft die gleiche Person sein wird. Eine Person ist außerdem ebenso wie die bewusst empfindenden Wesen empfindungsfähig, also in der Lage, Freude und Leid zu verspüren, und sie ist autonom, also unabhängig von anderen. Personen müssen wir laut Singer präferenzutilitaristisch behandeln. Wir haben so zu handeln, dass wir die Präferenzen, die Interessen, Wünsche und Zukunftspläne aller von unserer Handlung Betroffenen in gleicher Weise erwägen und berücksichtigen. Im Unterschied zu bloß bewusst empfindenden Wesen gibt es bei Personen keine individuelle Ersetzbarkeit. Sie haben ein individuelles Recht auf Leben, denn zu den Präferenzen der meisten Personen gehört die Fortdauer der eigenen Existenz in der Zukunft, beziehungsweise ist diese zur Verwirklichung der Präferenzen notwendig. Die Präferenzen einer Person sind aufgrund ihres Selbstbewusstseins nämlich zukunftsorientiert. Die Missachtung der Präferenzen einer Person fällt also schwerer ins Gewicht, als dies bei anderen Wesen der Fall ist. Dies gilt vor allem in Bezug auf die Tötung. Dies ist nämlich bei Personen niemals ausgleichbar. Wie anfangs erwähnt, hat Singer mittlerweile einige seiner früheren Ansichten überdacht und geändert. Momentan überdenkt er von seinem aktuellen klassisch-utilitaristischen Standpunkt aus auch seine Ansicht, dass die Ungerechtigkeit des Tötens wesentlich von der Fähigkeit der Getöteten abhängt, sich selbst als über die Zeit existierend zu betrachten.
Singer behandelt in Animal Liberation mit Tierversuchen und der Massentierhaltung zwei praktische Beispiele von Speziesismus, die öffentlich gefördert und von einer breiten Bevölkerung akzeptiert werden. Für Singer handelt es sich hierbei um Praktiken der organisierten Grausamkeit. Die eine, Tierversuche, wird von der Regierung gefördert, die wir gewählt haben, und wird weitgehend über unsere Steuern finanziert. Die andere, die Tierhaltung zu Nahrungszwecken, ist nur möglich, weil die meisten Menschen die Produkte dieser Praktik kaufen und essen. In seinem 2010 erschienenen Artikel A Fish Could Scream macht Singer außerdem auf das immense Leid von Fischen in der kommerziellen Fischerei aufmerksam. Am Beispiel Tierversuche wird besonders deutlich, für wie ähnlich Mensch und Tier in der Regel gehalten werden. Schließlich sollen in Tierversuchen zumeist aus dem Verhalten oder den Reaktionen der Tiere auf menschliche Reaktionsweisen geschlossen werden. Singer lehnt Tierversuche zwar nicht grundsätzlich ab, kritisiert aber, dass bei den meisten Experimenten die Interessen der Tiere nicht ausreichend berücksichtigt werden und der erbrachte Nutzen in keinem Verhältnis zu dem in Kauf genommenen Leid steht. Solche Tierversuche dürften nach dem Prinzip der gleichen Interessensberücksichtigung nicht durchgeführt werden. Er nennt sehr viele Beispiele für moralisch illegitime Tierversuche, bei welchen das immense Leid der Tiere in keinerlei Verhältnis zum Nutzen für den Menschen steht. Befürworter von Tierversuchen argumentieren, dass ein Versuch, bei dem ein Affe stirbt, aber 1000 Menschen gerettet werden, moralisch geboten ist. Eine solche Argumentation entspricht Singers utilitaristischem Ansatz. In einer 2006 ausgestrahlten BBC-Dokumentation gesteht er zu, dass ein Experiment an 100 Affen gerechtfertigt sein kann, wenn es beispielsweise Tausenden von Menschen helfen würde, von der Parkinson-Krankheit zu genesen. Als Utilitarist beurteilt Singer Handlungen nach ihren Folgen. Bei einer solchen Beurteilung müssen aber auch die Interessen der Tiere zu den Folgen gezählt werden. Wir können seiner Ansicht nach nicht rechtfertigen, dass wir den Interessen nichtmenschlicher Tiere weniger Gewicht beimessen als den Interessen der Menschen. Man muss sich laut Singer im Falle von Tierversuchen die Frage stellen, ob man die Experimente auch an Menschen durchführen würde, die sich auf einem ähnlichen geistigen Niveau befinden, beispielsweise an Menschen, die mit irreversiblen Hirnschäden geboren wurden. Lautet die Antwort Nein, so ist der Versuch abzulehnen. Ein solcher Mensch steht nämlich mit einem Tier auf derselben geistigen Stufe und es wäre speziesistisch, das Experiment mit Tieren zu akzeptieren, es aber mit Menschen abzulehnen. In der Praxis haben viele Tierversuche zudem keinen direkten Nutzen für den Menschen. Auch wenn einige einzelne Versuche gerechtfertigt sein mögen, bedeutet dies nicht, dass die institutionelle Praxis der Tierversuche legitim ist. In Anbetracht des Leids, das Millionen von Tieren routinemäßig zugefügt wird und der Wahrscheinlichkeit, dass nur sehr wenige dieser Versuche einen nennenswerten Nutzen für den Menschen oder andere Tiere haben, sollten wir unsere Ressourcen laut Singer besser in andere Forschungsmethoden stecken, die ohne Tierversuche auskommen. Am Ende seines Kapitels über Tierversuche schreibt Singer: Die Ausbeutung von Versuchstieren ist ein Teil des umfassenderen Problems des Speziesismus und es ist unwahrscheinlich, dass sie abgeschafft werden kann, solange nicht der Speziesismus selbst ein Ende findet. Aber eines Tages werden die Kinder unserer Kinder nachlesen, was in den Labors des 20. Jahrhunderts geschehen ist, und sie werden dasselbe Gefühl von Entsetzen und Unglauben über das Tun ansonsten so zivilisierter Menschen verspüren, das wir heute empfinden, wenn wir von den Abscheulichkeiten der Gladiatorenkämpfe in den römischen Arenen oder des Sklavenhandels im 18. Jahrhundert lesen. In der Massentierhaltung werden Tiere für die Fleisch-, Eier- und Milchproduktion gehalten. Oberstes Ziel ist hierbei die Profitmaximierung. Das Vermeiden von Tierleid hat keine Priorität. Oftmals ist es für die Tierhalter billiger, eine gewisse Sterberate in Kauf zu nehmen, als durch kostspielige Maßnahmen den vorzeitigen Tod von Tieren zu verhindern. So ist es beispielsweise billiger, viele Hühner auf geringem Raum zu halten und einige Todesfälle durch Stress und Krankheiten in Kauf zu nehmen, als jedem Huhn ausreichend Platz zur Verfügung zu stellen. Durch die unnatürlichen Haltungsbedingungen ergeben sich Folgeprobleme, die durch noch unnatürlichere Gegenmaßnahmen gestoppt werden sollen. Hühner verletzen sich beispielsweise unter Stress gegenseitig mit ihrem Schnabel. Um dieses sogenannte Federpicken und Kannibalismus zu verhindern, kürzt man ihnen den Schnabel, was heftige Schmerzen verursacht.
Zuchtsauen werden bei der Geburt und dem Stillen ihrer Ferkel in enge Metallkäfige, sogenannte Kastenstände, gesperrt, damit sie aufgrund des Platzmangels im Stall ihre Ferkel nicht erdrücken. Ein Kastenstand ist so eng, dass sich das Schwein darin kaum bewegen kann. Singer geht auf verschiedene Tierarten und ihre Lebensbedingungen in der Massentierhaltung ein. Er kritisiert vor allem die beengte und nicht artgerechte Unterbringung der Tiere. Obwohl einige der geschilderten Praktiken seit der ersten Ausgabe von Animal Liberation 1975 mittlerweile abgeschafft und gesetzlich verboten wurden, werden Tiere in der industriellen Tierhaltung immer noch kommerziell ausgenutzt und sind ihr gesamtes Leben lang massivem Leid ausgesetzt. Tiere leiden hauptsächlich bei ihrer Aufzucht und Unterbringung, nicht so sehr beim Transport und der Schlachtung. Es geht Singer in seiner Tierethik daher weniger um das Töten von Tieren, als vielmehr um ihr lebenslanges Leiden in der industriellen Tierhaltung, die auf möglichst viel Profit ausgerichtet ist. Dieses Leiden steht seiner Ansicht nach in keinerlei Verhältnis zu den nur geringfügigen gastronomischen Interessen des Menschen. Singer schreibt: Betrachten wir den moralischen Aspekt der Nutzung von Tieren als Nahrung in industrialisierten Gesellschaften, so haben wir eine Situation vor uns, in der ein relativ geringes Interesse der Menschen gegen das Leben und Wohl der betroffenen Tiere abgewogen werden muss. Das Prinzip der gleichen Interessensabwägung gestattet es nicht, größere Interessen für kleinere Interessen zu opfern. In seinem Essay The Case for Going Vegan stellt Singer 2007 seine stärksten Argumente für den Boykott der Tierproduktionsindustrie zusammen. Wir können ohne Fleisch genauso gesund oder sogar gesünder leben. Selbst mit einer veganen Ernährung, bei der überhaupt keine tierischen Produkte verzehrt werden, kann man gut leben, sofern man Vitamin B12 substituiert. Durch Fleischverzehr und den Konsum tierischer Produkte unterstützen wir ein landwirtschaftliches System, das Tieren langanhaltendes Leid zufügt. Die moderne industrielle Tierproduktion verschwendet extrem viele Lebensmittel für Tiernahrung und erzeugt damit zusätzlichen Druck auf die Anbauflächen, denn wir könnten das Getreide und die Sojabohnen direkt essen und uns mit viel weniger Land genauso gut ernähren. Die globale Erwärmung verschärft dieses Problem noch zusätzlich. Die Fleischproduktion leistet einen erheblichen Beitrag zum Klimawandel. Veganer fügen unserem Klima also deutlich weniger Schaden zu als diejenigen, die tierische Produkte essen. 2010 veröffentlicht Singer einen Artikel mit dem Titel A Fish Could Scream und macht darin auf die grausamen Bedingungen in der kommerziellen Fischerei aufmerksam. Während es in den meisten Ländern der Welt bestimmte Schlachtvorschriften gibt, um Tiere schmerzlos zu töten, gibt es für Wild- und Zuchtfische meist keine Vorschriften für eine humane Tötung. Fische werden an Bord von Schiffen geworfen, wo sie ersticken. Das Aufspießen lebender Fische als Köder auf Haken ist eine gängige kommerzielle Praxis. Die kommerzielle Fischerei verwendet sehr engmaschige Netze, in denen sich die Fische oft an den Kiemen verfangen und im Netz ersticken, weil sie wegen der verengten Kiemen nicht atmen können. Schätzungsweise werden jährlich weltweit zwischen 1000 und 2700 Milliarden Wildfische gefangen. Viele dieser Fische werden nur indirekt verzehrt, indem sie nämlich zerkleinert und an Hühner oder Fische aus industrieller Tierhaltung verfüttert werden. Kommerzielle Fischerei verursacht einer erheblichen Anzahl von Fischen unvorstellbar viel Schmerz und Leid. Denn auch Fische können Schmerzen empfinden. Das Nervensystem von Fischen ist dem von Vögeln und Säugetieren sehr ähnlich. Wenn Fische etwas erleben, das anderen Tieren körperliche Schmerzen bereiten würde, zeigen sie ein Verhalten, das auf Schmerzen schließen lässt, und diese Verhaltensänderung kann mehrere Stunden andauern. Fische lernen unangenehme Erfahrungen wie Elektroschocks zu vermeiden, und Schmerzmittel verringern die Schmerzsymptome, die sie sonst zeigen würden. Singer fordert, Wildfische entweder auf humane Weise zu fangen und zu töten oder, sollte dies nicht möglich sein, auf den Verzehr von Fischen zu verzichten. Singer wurde Mitte 20 Vegetarier, nachdem ihm ein Kommilitone in Oxford bei einem Spaghetti-Essen von der Brutalität der Massentierhaltung erzählt hatte. In Animal Liberation fordert er selbst seine Leser zu einer vegetarischen Lebensweise auf. Er begründet dies mit den Bedingungen in der Massentierhaltung, in welcher Tiere als bloße Mittel zum Zweck missbraucht und ihre Interessen nicht ausreichend berücksichtigt werden. Ein Protest gegen eine solche Tierhaltung muss durch eine vegetarische Lebensweise gestützt werden, um glaubwürdig sein zu können. Der Vegetarismus ist für Singer eine Form des Boykotts.
Hierdurch können politische Veränderungen bewirkt werden, die zu besseren Tierschutzgesetzen und einer Verminderung von Tierleid führen können, da durch die sinkende Nachfrage an Fleisch weniger Tiere zur Fleischproduktion gehalten werden. Singer geht es explizit nicht um die bereits getöteten Tiere, sondern um eine langfristige Reduzierung der Tierproduktion. Neben tierethischen Argumenten sprechen weitere Gründe für eine vegetarische Lebensweise. Die Fleischproduktion fördert den Klimawandel, führt zu Waldrodungen und verschmutzt die Umwelt. Eine vegetarische Ernährung ist zudem gesünder als Fleischverzehr. Singer fordert den Leser dazu auf, mindestens auf Fleisch und Eier von Tieren aus Massentierhaltung zu verzichten. Seit Erscheinen seines Werks Animal Liberation 1975 bis heute sieht Singer beim Thema Ernährung bereits erste Erfolge. Es wurde sehr viel Geld in die Entwicklung pflanzlicher Alternativen zu Fleisch investiert und vegane Lebensmittel sind mittlerweile weit verbreitet. Das Ziel einer veganen Welt ist keine Utopie mehr. Im Vorwort zu Why Vegan schreibt Singer 2020, die Menschen wenden sich von tierischen Produkten ab und zwar aus 3 Gründen, wegen der Tiere, des Klimawandels und ihrer eigenen Gesundheit. Singer bezeichnet sich selbst als flexiblen Veganer. Er lebt überwiegend vegan, konsumiert aber Muscheln und Eier aus Freilandhaltung. Sein Ziel ist es, keine Praktiken zu unterstützen, die empfindungsfähigen Tieren Leid zufügen. Da Muscheln kein zentrales Nervensystem und kein Gehirn haben, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie etwas fühlen können. Zudem werden die meisten Austern und einige andere Muscheln auf ökologisch nachhaltige Weise gezüchtet. Auch beim Konsum von Eiern aus Freilandhaltung sieht Singer keine ethischen Probleme. Singer kritisiert die geringe gesellschaftliche und mediale Aufmerksamkeit und Aufklärung über die Situation der Tiere. Indem man Kindern beispielsweise immer noch das Bild eines traditionellen Bauernhofs vermittelt, sind vielen Menschen die tatsächlichen Zustände in der industriellen Tierhaltung gar nicht bewusst. Ein weiterer Grund für das mangelnde gesellschaftliche Bewusstsein ist, dass viele Menschen ihr eigenes Verhalten nicht kritisch hinterfragen wollen. Singer warnt auch vor einer Verwechslung von emotional motivierten Tierliebhabern mit Tierrechtlern. Erstere fordern Tierschutz nur in abgeschwächter Form und zum Teil auch nur für manche Tiere. Durch den Einsatz für oftmals niedliche Tiere wie Babyrobben vermitteln sie der Gesellschaft fälschlicherweise ein beruhigendes Gefühl, anstatt sich auf große Problemfelder wie zum Beispiel die Massentierhaltung zu konzentrieren. Singer ist streng genommen kein Verfechter von Tierrechten. Seine Ansichten beruhen nicht darauf, dass er Tieren Rechte zugesteht. Stattdessen vertritt er die Ansicht, dass wir keine Praktiken unterstützen sollten, die vermeidbares Leiden verursachen. Trotzdem wird vor allem das Werk Animal Liberation als Auslöser der modernen Tierrechtsbewegung angesehen. Was hältst du persönlich von Singers Tierethik? Auf welche Praktiken im Umgang mit Tieren müsste man deiner Ansicht nach verzichten? Mit dem Quizlet-Lernset Konsequenzen der Klassifizierung von Wesen nach Peter Singer für die Tier- und Medizinethik kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!